L'Arnaud Durin Sportauto Best Handling Car 2020. Bereits zum 5. Mal krönen wir unseren Helden des Handlings. Dieses Mal sind 9 Sportwagen am Start, unterteilt in 3 Kategorien. Handling, glaube ich, kann man im weitesten Sinne mit Fahrverhalten übersetzen. Das wäre die 1:1 Übersetzung. Aber es spielt ganz viel mit rein in das Thema. Wir definieren es aber so, dass Handling eigentlich grundsätzlich ein querdynamisches Phänomen ist. Wir sagen also, es ist das Fahrverhalten eines Autos in Kurven. Und es unterscheidet sich von der reinen Querdynamik dadurch, dass es nicht einfach nur um Kurvengeschwindigkeit als solche geht, sondern um die Art und Weise, wie sich ein Auto um eine Kurve fahren lässt. Ob gutmütig, ob sportlich, ob übersteuernd, untersteuernd, alles kann mit reinspielen. Alles hat in gewisser Weise Einfluss auf die Fahrdynamik. Grundsätzlich ist Handling aber nur ein Bestandteil davon. Wir würden sagen, der Weg zu guter Fahrdynamik ist Handling. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man Handling sicher nicht komplett messen kann. Man kann es nicht in Zahlen ausdrücken, ich würde sagen, man kann es nur eingrenzen. Das Ziel dieser Handling-Geschichte ganz am Anfang, als wir das erste Mal aufgesetzt haben, war eigentlich, dass wir wollten versuchen, Handling tatsächlich in Zahlen auszudrücken. Das war die Grundidee. Wir mussten aber recht schnell feststellen, dass es nicht geht. Und ganz wichtig, wir vergleichen hier Autos aus verschiedenen Klassen mit ganz verschiedenen Leistungszahlen und dachten dadurch, dass wir eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr winklige Strecke nehmen, wir könnten Handling auch losgelöst von der Motorleistung ausdrücken. Auch das funktioniert nur ein Stück weit, denn wie gesagt, wir haben zwar Maßnahmen entwickelt, die Geraden quasi aus unseren Bewertungskriterien herauszuschneiden, allerdings setzt der Beschleunigungsvorgang natürlich schon in der Kurve ein. Und quasi ab dem Scheitelpunkt beginnt der Motor oder die Art des Antriebs oder wie alles zusammenspielt, auch das Handling zu beeinflussen. Ja, also zu viel Leistung kann einem das Handling wirklich verhageln, ja, das ist richtig. Und wir definieren Handling so ein bisschen, oder es ist eng verwandt bei uns mit Fahrspaß. Weil mit reiner Rundenzeit hat es nichts zu tun, mit Kurvengeschwindigkeiten an sich hat es auch nichts zu tun. Es ist eigentlich der Fahrspaß und der Umgang mit dem Auto. Handling ist auch subjektiv und so wie wir diese Autos bewertet haben, entspricht es sicherlich keiner generellen Definition, keiner generellen Handling-Definition, sondern es entspricht unserer Vorstellung, der Sportauto-Vorstellung von Handling. Ich glaube, der Handling-Begriff verändert sich auch oder zurzeit auch insofern, da Autos mittlerweile nicht mehr nur sie selbst sind, sondern eine Vielzahl von Systemen beinhalten, die das Handling aktiv beeinflussen. Es gibt Autos in dieser Vergleichsgeschichte, die deutlich besser fahren, als sie von Haus aus fahren würden. Also ich spreche da zum Beispiel auf den Mercedes A45 an und auf den Audi S7. Beide sind von ihrer Balance, von ihrem Gewicht eigentlich zu schwer, um in ihrer jeweiligen Klasse einen Sportwagen darzustellen. Aber beide haben über die Technologie, die in ihnen steckt, Mittel und Wege, ja, quasi ihren Körper zu überwinden. Das plakativste Beispiel ist sicherlich die A-Klasse, der neue AMG A45, der mit einem Allradantrieb es tatsächlich hinbekommt, ein übersteuerndes, neutrales Fahrverhalten zu generieren, was seinem Naturell mit Motor vor der Vorderachse oder auf der Vorderachse, also einer extrem kopflastigen Balance, komplett widerspricht und eigentlich ad absurdum führt. Ich denke, man darf sagen, dass das System gewisserweise schon mal existierte im Ford Focus RS. Die A-Klasse adaptiert ein ähnliches Prinzip. Diese Systeme,
dieses Allradsystem der A-Klasse funktionieren, ich würde sagen, großartig, größtenteils. Allerdings gibt es einen ganz wesentlichen Punkt. Man muss wissen, dass sie da sind. Man muss sie mit seinen eigenen Befehlen bewusst ansteuern. Man muss wissen, wie das System arbeitet und wie die Elektronik, also die Steuerung am Ende, wie die auf was reagiert. Also stumpf drauf losfahren ist suboptimal. Aber wenn man genau weiß, was die Systeme wann machen, bei welchem Gaseinsatz, welcher Lenkwinkel, Kurveneingang oder Mitteausgang, dann kann man echt gut damit arbeiten und dann wirken sie wirklich auch agilitätsfördernd. Also das System hat ja verschiedene Stufen, die man über den Fahrmodi-Schalter einstellen kann. Also von ganz wild übersteuernd, den Driftmodus. Ist natürlich teilweise wenig förderlich für die Rundenzeit, aber für den Fahrspaß natürlich zuträglich. Und da kann jeder im Prinzip nach seinem Geschmack oder nach seinem Fahrkönnen, kann man es eben wilder einstellen oder ein bisschen zahmer oder eben auch ganz zahm. Also man hat da diverse Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Fahrverhalten, so wie es eben klassisch früher mal war, dass ein Auto eben übers Fahrwerk, über die Balance irgendwie eingestellt ist und so fährt es eben. Also da hat man dann die Wahl von bis eigentlich. Du magst die A-Klasse nicht? Nee. Deswegen fällt es mir schwer, was über Spaß zu sagen. Aber warum magst du sie nicht? Also ich muss sagen, ich finde die A-Klasse ganz großartig. Also tatsächlich ich muss auch widersprechen, ich glaube nicht, dass der Driftmodus so viel zu wild ist. Ich glaube sogar, dass man da noch eine Balance finden kann, dass das Ganze auch noch wirklich, ja, dass es noch eine gesunde Mischung aus Spaß und tatsächlicher Fahrdynamik ist. Und ein ganz wesentlicher Punkt bei dem Auto, es ist wirklich Spaß ohne Reue. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Man muss es schon wirklich ganz wild übertreiben, um dieses Auto irgendwie, also es dreht sich nicht. Anders als bei einem hinterradgetriebenen Fahrzeug, gerade mit dem kurzen Radstand, das unter den Gegebenheiten ein ziemlich wilder Hund sein würde, ist die ganze Sache mit diesem Allradantrieb hervorragend kontrollierbar. Die Tatsache, dass du eben da nicht übertreiben kannst, die Fahrbarkeit ungemein. Also im Zweifel, wenn du merkst, hoppla, jetzt wird es ein bisschen eng außenrum, gehst du einfach vom Gas und das ganze Auto zieht sich wieder zurück und liegt sofort wieder ruhig in der Hand und fährt einfach wie jede andere stinknormale A-Klasse ums Eck. Das finde ich schon wirklich eine tolle Kombination zweier völlig verschiedener Persönlichkeiten, die du da abrufen kannst. Aber der Uwe mag's echt. Ja, der Uwe mag's echt. Soundstripe. Echt ist der McLaren. Der McLaren ist super echt und zwar so super echt, dass dass es dir auch ein bisschen zu wild werden kann. Ja gut, zu wild wird er ganz schnell, der McLaren, aber es ist, also wie du schon gesagt hast, es ist super echt. Also das Feedback vom ganzen Auto über die Lenkung, also ist sogar, wie es manche Kollegen lieben, auch das ABS wirklich deutlich spürbar in der Lenkung. Allerdings, was man nie vergessen darf, er hat natürlich Hinterradantrieb, er ist leicht, er hat 600 PS, massig Drehmoment. Also man kann sich bis in den 4. Gang praktisch wegdrehen bei zu viel Gaseinsatz einfach. Also man muss natürlich schon, also sachter Gasfuß ist empfehlenswert, aber über das Feedback vom Auto ist es eigentlich doch am Ende relativ gut handelbar. Und das ist ein wichtiger Punkt, relativ gut handelbar. Also dieses Auto, was wir eingangs erläutert haben, dass es ja nicht nur um Performance geht, dieses Auto ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Weil die Performance ist großartig, auch mit der Leistung, die ganze Konzeption des Autos. Es ist ein Performance-Auto reinsten Wassers, allerdings, so wie wir Handling verstehen, eben es ist relativ gut handelbar, aber eben die Betonung liegt auf relativ. Also du darfst schon nicht du darfst nicht übermütig werden, sonst kriegst du schon eine gewischt. Jetzt muss man noch dazu sagen, ganz wichtiger Punkt,
Wir veranstalten dieses Handling-Festival grundsätzlich im Winter. Das hat mit Verfügbarkeit zu tun und mit unserer Heftplanung. Hat aber auch zur Folge, dass die Streckentemperatur niedrig ist, dass wir dort mit Semislicks unterwegs sind. Die sind beim McLaren 600 LT obligatorisch. Hinzu kommt, dass die Strecke relativ langsam ist, also sämtliche aerodynamischen Gegebenheiten werden eigentlich ausgeblendet. Und gerade im Falle des McLaren, der McLaren fährt da auf diesem engen Kurs zu dieser Jahreszeit eigentlich ein Stück weit unter seinen eigentlichen Möglichkeiten oder Potenzial. Also für ein Performance-Fahrzeug mit Mittelmotor, also mit dieser Ausrichtung, ein High-Performance-Fahrzeug muss man eigentlich sagen. Also in diesem Rahmen ist er, wie du schon gesagt hast, relativ gut handelbar. Also ich sag mal, für einen Mittelmotor ist er sehr gut handelbar, aber natürlich jetzt im Vergleich zu einem Auto, was jetzt die Hälfte an Leistung, die Hälfte an Drehmoment hat, das ist natürlich deutlich besser kontrollierbar, bietet am Ende auf so einem verwinkelten Kurs, also für 99% der Menschen einfach mehr Fahrspaß. Weil der McLaren kann schon schnell den Stress ausarten. Man kann es mögen, man muss es nicht mögen. Also ich mag es zum Beispiel, aber ist schon Vorsicht geboten. Witzig ist es, dass es dieses ganze Radicalo-Thema, das dieser McLaren 600 LT lebt, das man ihm auch ansieht, auch quasi spiegelverkehrt gibt in der Kompaktklasse. Ein ganz verrücktes Auto, der Megane Trophy R. Preis über 80.000 € für einen, Frontkratzer, aber einen, wie es ihn wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Also wir haben Keramikbremse, wir haben Räder wahlweise aus Kohlefaser, wir haben massivsten Leichtbau, zumindest extreme Leichtbaumaßnahmen. Es gibt keine Rückbank, sondern nur eine schöne Plastikablage. Sogar der Heckscheibenwischer wurde wegrationalisiert, um weitere 20 Gramm einzusparen oder vielleicht oder wegen mir 150. Eigentlich ist das Auto völlig gaga, es fährt aber großartig. Es fährt, ja, großartig, wenn man ein bisschen Zeit und Werkzeug mitbringt. Weil durch das Gewindefahrwerk, eine schöne Überleitung zu einem weiteren Aspekt des Handling, Handling ist nicht zwangsweise festgeschrieben. Gerade bei diesem Auto kann man über die Einstellung des Fahrwerks ganz viele verschiedene Handling-Eigenschaften darstellen. Man kann es relativ zahm einstellen, man kann es erstaunlich wild einstellen. Der Luftdruck spielt auch eine Rolle, weil das ist auch so ein ganz sensibles Gebinde, dieses Auto, wo man mit 0,2 Bar vorne oder hinten ganz viel verändern kann. Das war zumindest so ein bisschen das Learning dieser 3 Tage, die wir dort mit dem Auto verbracht haben. Auch die Dämpfereinstellungen haben großen Einfluss aufs Fahrverhalten. Also wahrscheinlich weniger, als wenn man es jetzt bei der A-Klasse zum Beispiel machen würde. Da laufen die Einstellungen ja eher elektronisch über das Drehrädchen und beim Megane ist es klassisch, so wie es früher halt mal war. Mechanisch einmal eingestellt, so ist er dann. Muss man ein bisschen schrauben, aber es ist schon sehr ehrlich, sehr agil von Fronttriebler. Also er zeigt eigentlich, was mit dem Frontantrieb machbar ist. In Kombination mit der Differentialsperre, mit den Semis, wobei die jetzt bei den kalten Temperaturen auch nicht 100% zur Geltung kommen, leider. Aber das gilt für alle. Und es ist schon beeindruckend, was er für eine Fahrdynamik und für einen Fahrspaß generieren kann. Genau, also ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, du steigst ein in diesen Renault, denkst du, ja, alles wild, Handschaltung, aber du kennst dich aus, es bleibt ein Megane. Und dann fährst du 2 Runden oder was, dass die Reifen einigermaßen auf Temperatur sind. Und dann gibt es nach unserer gedachten Start-Ziellinie eine relativ enge Wechselkurve mit einem ganz langen Bogen am Ausgang. Und du fährst da halt rein und erwartest einen Fronttriebler und fährst erst die rechts, ganz brav, das Auto ins Untersteuern rutscht und setzt ihn um und denkst dir, so, jetzt kannst du drauf, die Sperre wird es schon alles richten, bist aber auf einmal so am Gegenlenken,
weil das Auto mit seiner ganzen Konfiguration, mit der Einstellung, die wir dann erarbeitet haben mit den Kollegen von Renault, tatsächlich so ein agiles Ding geworden ist. Gut, das war mein Wunsch, muss ich zugeben. Ich habe gesagt, dreh hinten noch ein paar Klicks härter. Aber es ist dann schon, also wenn man fährt wie die klassischen Fronttriebe, die man eben kennt, die halt relativ schnell ins Untersteuern gehen, dann kann er wirklich sehr stressig werden mit dem Heck. Also man muss schon gucken, dass man mit dem Fuß am Gas bleibt. Gerade in der engen Wechselkurve. Also wenn man da ein bisschen zu spät ins Gas geht, dann muss man schon deutlich gegenlenken. Ja, macht Spaß. Also ein kleiner Kritikpunkt bei Megane ist noch die ABS-Abstimmung, die nicht immer ganz fein, nicht so gut regelt, wie sie eigentlich regeln könnte. Also ich denke, da wurde vielleicht dann doch irgendwo ein Rotstift eingesetzt, dass er noch unter 100.000 Euro bleibt. Und gut, wenn man es weiß, ist es okay, aber man kann es, wie gesagt, es regelt manchmal ein bisschen grob, das ABS. Also der Preis ist happig, der Preis des Megane ist happig, allerdings kostet er im Prinzip dasselbe wie eine A-Klasse mit der entsprechenden Ausstattung. Also der Testwagenpreis der A-Klasse des A45 war mitsamt der des ganzen Klimbim im Innenraum mit Augmented Reality, Infotainment und so weiter, auch über 80.000 Euro oder rund 80.000 Euro. Man kann das unverschämt finden in der Kompaktklasse. Allerdings bekommt man schon zwei sehr, sehr außergewöhnliche Fahrzeuge dafür. Also es ist jetzt nicht, also ein Argument gilt nicht, Mensch, da kaufe ich mir doch einfach ein GTI, dann habe ich dasselbe. Nein, so ist es nicht. Also es ist schon, der Mehrpreis wird schon spürbar. Die Frage ist, ob man nicht einfach noch ein paar wenige Tausender drauflegt und sich einen Cayman GT4 kauft. Ich meine das jetzt nicht böse, richtigen Sportwagen. Weil die Konzeption von diesem Cayman GT4 ist schon großartig. Ich kriege einen 4 Liter Saugmotor, ich kriege ein großartiges Handschaltgetriebe, das leider ein bisschen lang übersetzt ist. Ich kriege viel Klang und ich kriege ein tolles Handling, wobei auch ein sehr, sehr ruhiges. Beim Cayman, der auch als GT4 auch ein Gewindefahrwerk hat, ist dann ähnlich wie bei Megane, kann man wieder pauschal, also keine so richtig pauschale Aussage treffen zum Fahrverhalten, weil es ist halt extrem abhängig davon, wie er eingestellt ist. Man kann ihn übersteuern, stressig abstimmen. Normalerweise, also so wie sie jetzt vom Werk kommen, sind sie eher untersteuernd abgestimmt. Der Sicherheit dienlich, aber es raubt natürlich auch ein bisschen Fahrspaß. Und dazwischen ist natürlich alles möglich. Also der Cayman ist auf jeden Fall ein ganz schönes Beispiel, inwieweit Fahrdynamik, Handling und Rundenzeit, Performance zusammenhängen. Weil wir sind reichlich Cayman GT4 gefahren, schon vorher in Tests und jetzt auch hier am Arnaud Duran. Wir waren immer angetan, aber nie völlig von den Socken. Und um jetzt wieder auf unsere Bewertung zurückzukommen, und dann guckst du auf die Zeiten, die dieser Cayman GT4 mit seinem relativ zahmen, tendenziell untersteuernden, vielleicht wenig aufregenden Fahrverhalten abliefert und stellst fest, dass er in den kurvigen Bereichen, die wir ja rausschneiden aus der Rundenzeit, schneller ist als so ein McLaren 600 LT. gut, das zeigt ja, dass die Einteilung grob passt, so wie wir es nach bestem Gewissen gemacht haben. Also der McLaren hat natürlich die schnellere Rundenzeit auf die komplette Runde gesehen. Aber so wie wir das eingeteilt haben in unseren Sektoren, in den kurvigen Bereichen, ist der Cayman GT4 eben schneller. Knapp, aber schneller. Da zeigt sich wieder das, was wir vorher über den McLaren gesagt haben. Also man überlegt sich beim McLaren schon dreimal, ob man es wirklich am Kurvenausgang Vollgas gibt. Da sollte man schon wissen, was man tut.
Und das ist so, wie wir es vorher erklärt haben, der Kelvin im Vergleich, der halt natürlich deutlich weniger Leistung hat oder vor allem viel weniger Drehmoment mit seinem Saugmotor, ist einfacher zu handeln, wenn wir wieder beim Handling sind. Also da kann man einfach bedenkenlos Kurvenausgang, sofern die Linie passt, einfach Vollgas und er bewegt sich eigentlich keinen Millimeter an der Hinterachse. Also das ist eigentlich mehr Performance-Auto als ein Fahrspaßauto. Und da kann der McLaren schon stressig werden. Stichwort bedenkenlos. Der BMW M8. Ein Riesending mit, was ich großartig finde, beheizbaren Armauflagen. Also du bist nicht nur furchtbar schnell, sondern auch noch extrem betüttelt die ganze Zeit. Die Kombination ist schon strange, aber durchaus reizvoll. Der M8 ist auch ein Beispiel dieser neuartigen, ich sage mal, Schizophrenie, diese multiplen Persönlichkeiten, die man mittlerweile in so ein Auto packen kann. Wie der M5 ist auch der M8 mittlerweile Allradgetrieben, was ihm im ersten Moment so ein bisschen die klassischen M-Tugenden zu rauben scheint. Es ist ein Auto, das relativ ruhig fährt, relativ stressfrei fährt, relativ entspannt, schnell zu fahren ist, sodass du dir am Anfang eigentlich denkst, ja, das funktioniert alles gut mit diesem Allradantrieb, aber ein richtiger M-BMW ist es eigentlich nicht. Also ich würde sagen, der M8 mit seinen 625 PS, ist es eigentlich unglaublich, wie entspannt man schnell fahren kann. Also ich würde sagen, von dem ganzen Feld ist es eigentlich der am einfachsten zu fahrende. Trotz dem Drehmoment von irgendwie 800-900 Newtonmeter oder was er da drückt. Wobei man muss auch sagen, dass man hat das Gefühl, gerade zum Kurvenausgang, weil also der M8 fährt eigentlich wie auf Schienen fast. Allradmodus vorausgesetzt natürlich. Und man hat das Gefühl, dass er schon die Leistung auch ein bisschen portioniert am Kurvenausgang. Also ich glaube nicht, dass er sein komplettes Drehmoment freigibt am Kurvenausgang, sobald man auf Vollgas steht. Das Gefühl ist, es wird in Abhängigkeit von Lenkwinkel, Querbeschleunigung und alles, es wird schon ein bisschen hingeregelt und portioniert, dass es einfacher zu handeln ist. Was auf der einen Seite natürlich Fahrspaß rauben kann, wenn man es jetzt irgendwie klassisch M-mäßig wild mag. Auf der anderen Seite muss man, also neutral gesagt, muss man wirklich sagen, es ist nahezu perfekt gemacht. Der M-BMW ist schon rauszuspüren. Also es ist die Lenkung, die natürlich in ihrem Härtegrad verstellbar ist, wie das bei den M-Modellen so ist. Das ist dann wieder so eine Geschmacksfrage, mag ich es eher fest oder mag ich es ein bisschen lockerer. Das ändert eigentlich nichts an dem grundlegenden Fahrverhalten, das sind so Geschmacksdinge. Genauso hat man das Auto verfügt als erstes M-Modell über so eine sogenannte Brake-by-Wire-Anlage. Also das Bremspedal ist quasi nur noch ein Schalter, der den Bremsvorgang auslöst. Sprich, das Pedalgefühl wird auch künstlich erzeugt. Da hat man extra eine sportliche Kennlinie entwickelt, die einem quasi einen konstanten Druckpunkt generiert, beziehungsweise, wenn man böse ist, kann man sagen, vorgaukelt. Das funktioniert alles großartig. Aber ja, die Finesse geht ein bisschen in der elektronischen Regelung unter. Die elektronische Regelung und die Intelligenz des Allradantriebs, sein Zusammenspiel mit dem Motor und dem Drehmomentfluss und so weiter, ermöglicht ihm aber auch, eben nicht nur die eine Persönlichkeit darzustellen, die fokussierte, ich will die beste Rundenzeit generieren, sondern auch, man kann sozusagen auf Knopfdruck die alten Zeiten aufleben lassen. Es gibt nämlich einfach den 2WD-Modus, dann trennt er einfach die Verbindung zur Vorderachse, sprich alle Kraft fließt nach hinten und dann hat man auch nicht mehr den Eindruck, er würde irgendwo Drehmoment wegnehmen. Nein, also dann fließt alles und zwar sofort und es fließt grundsätzlich quer. Was wir im Rahmen unseres Testauftrags auch ausgiebig ausprobiert haben.
wenn wir schon von Planbarkeit reden und Dingen, deren Zusammenspiel nicht so logisch erscheint, ist, glaube ich, auch der Audi S7 ein wunderbares Beispiel. Ganz ehrlich sagen, ich wollte dieses Auto unbedingt in dieser Geschichte haben und habe viel Kritik deswegen einstecken müssen, weil alle, ich schaue in die Runde, in eine große Runde, weil alle gesagt haben, boah, was willst du denn hier mit Diesel und 354 PS und über 2 Tonnen schwer und weich wie Kaugummi und so weiter. Aber für mich ist dieses Auto in dieser Konfiguration eine der größten Überraschungen überhaupt, weil, wie gesagt, Diesellimousine, bleischwer, aber auch hier hat man ganz viele Systeme reingesteckt, die dem Ding durchaus Beine machen. Oder sagen wir mal so, die es schaffen, aus diesem Auto etwas zu machen, was dieses Auto eigentlich nicht ist. Und das Problem, auch hier, du musst es wissen und du musst es planen, um dieses spezielle Fahrverhalten, das die Technik generiert, auch gezielt einsetzen zu können. Ja, also man kann mit diesem neuen Allrad von Audi in Kombination mit der Hinterachslenkung deutlich mehr Fahrspaß haben als, sagen wir, mit den alten Allradsystemen von Audi, die eben die elektronischen Regelungen noch nicht hatten. Also es funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Es hilft ihm auch, also es sind noch bessere Rundenzeiten, zu mehr Dynamik natürlich. Und ja, für das dicke Dieselschiff, sage ich mal, bewegt er sich echt gut um die Ecken. Die Problematik ist, glaube ich, es ist natürlich völlig unnatürlich. Also das Fahrverhalten wohnt dem Auto in keinster Weise inne. Und genauso musst du es auch behandeln. Also als wir das Auto gefahren sind, gab es zwei sehr, sehr unterschiedliche Philosophien. Du bist das Auto eher klassisch gefahren, wie man den Audi fährt, relativ zaghaft in den Kurvenverlauf hinein, dann brav entlang am Grip-Limit und sobald man kann, den Allrad ausnutzen und wieder feste ans Gas. Es geht aber eben auch anders, also man kann dieses Auto tatsächlich ein bisschen prügeln, relativ wild einlenken und dann, wenn man eigentlich denken würde, wenn man jetzt Gas gibt, passiert kolossales Untersteuern und wir schieben eigentlich diesen hier geradeaus. Passiert aber nicht, weil sobald du Gas gibst und relativ viel Lenkwinkel gibst, plus ein gewisses Maß an Gierneigung, Querbeschleunigung und so weiter aufbauen kannst, erkennt das System, das alle Systeme steuert, der Kollege hat es eilig, wir machen hier mal maximale Verrenkung und danach werden alle Systeme quasi so konditioniert, dass sich das Auto auch, so ähnlich der A-Klasse, eigentlich in einen leichten übersteuernden Zustand bewegen kann. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt schneller, aber es macht sie unerhört spaßig. Warum haben wir kein RS7 bekommen? Für den RS7 war es einfach noch zu früh. Testwagenvergabe begann da erst deutlich nach unserem Testtermin am Arnaud Lyrand. Und unsere Erfahrung, die wir mittlerweile mit dem RS7 gesammelt haben, er ist natürlich schneller, er hat mehr Leistung, er hat mehr Grip, er macht alles unter Performance-Gesichtspunkten viel besser, aber er ist im Handling viel zahmer als dieser S7. Der S7 ist durch seine relativ weitwinkligen Rollbewegungen der Karosserie und dem relativ geringen Gripniveau, er fährt auch keinen besonders sportlichen Reifen, einfach immer so ein bisschen am Schmieren. Wie gesagt, es kostet natürlich Fahrdynamik, aber dadurch hat man ein bisschen Spaß, Leben in der Bude.
der Alfa Stelvio ist auch so ein Kandidat mit einem aktiven Allrad, so wie es jetzt Audi und AMG nutzt. Und M8 und wie viele inzwischen. Hat natürlich grundsätzlich den Nachteil, dass er einfach groß, oder die Größe ist nicht das Problem, er ist hochbeinig, hat einen hohen Schwerpunkt, ist halt ein SUV. Er versucht das Beste daraus zu machen natürlich, aber hat jetzt in dem Umfeld mit echten Sportwagen etwas das Nachsehen. Er hat das Nachsehen, aber er ist aus einem guten Grund da. Wir versuchen mit diesem Handling-Vergleich ja auch immer so ein bisschen alle Klassen abzudecken. Und wir haben im vergangenen Jahr hervorragende Erfahrungen mit italienischen Sports Utility Vehicles gemacht. Der Urus. Der Urus. Der uns ein bisschen, ja, es klingt jetzt doof, verzaubert hat. Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Und der Alfa schlägt eigentlich schon in eine ähnliche Kerbe, aber er kriegt irgendwie den Hintern nicht ganz hoch. Wobei ich finde, der Alfa, er ähnelt vom Fahrverhalten eigentlich dem Audi schon ein bisschen. Also wenn man ihn klassisch fährt, so wie ich es gemacht habe. Man darf natürlich nicht übertreiben am Kurveneingang. Aber wenn man ihm den Grip an der Vorderachse gönnt am Kurveneingang, dann kann man wirklich früh aufs Gas. Und er schiebt sich dann neutral, teilweise sogar leicht übersteuernd aus der Kurve. Manchmal hüpft er dann auch so ein bisschen. Wobei das auch, glaube ich, sehr vom Reifendruck wieder abhängig ist, wie stark dann der Reifen dämpft. Also ich muss sagen, er fuhr für mich besser als erwartet eigentlich. Ja, aber der Alfa erinnert uns an einen weiteren wesentlichen Aspekt des Handlings. Handling findet natürlich nicht nur im Grenzbereich statt, sondern das kann man auch draußen jederzeit auf dem Weg zum Supermarkt spüren, weil Handling ist überall da. Und da ist der Alfa ein bisschen kompliziert, weil es ein furchtbarer Hektiker ist. Ja, die Direktheit der Lenkung Ist unfassbar. Im Widerspruch zu dem gesamten Fahrzeugkonzept. Also es ist, wird man sich vielleicht in einem Formel 2, könnte man sich vielleicht vorstellen oder so, oder eine Formel 1 werden. So eine direkte Lenkung zu haben, aber in einem SUV ist schon beachtlich. Also es ist alles Gewöhnungssache. Man ist halt erstmal überrascht, wenn man zum ersten Mal einsteigt, weil man würde ihn anders einschätzen. Und auch ein Kritikpunkt ist das Ansprechverhalten der Bremse oder das Feedback vom Bremspedal. Er bedient sich auch, so wie der BMW M8, eines Brake-by-Wire-Systems. Allerdings haben die in Italien wohl ein bisschen andere Philosophie bei der Abstimmung. Also ist schon sehr, sehr empfindlich. Beim Antippen gibt es fast schon eine Vollbremsung gefühlt. Man kann sich, wie mit der Lenkung auch, man kann sich darauf einstellen, aber es ist eben sehr ungewohnt, wenn man jetzt von anderen Autos einfach jetzt umsteigt und man losfährt, dann wird man doch sehr überrascht. Ja, war sein Auto, der Dallara. Also eigentlich kein Straßenauto im eigentlichen Sinn. Der Dallara ist eigentlich, und so ist auch die Konzeption des Ganzen, ein Rennwagen für die Straße, ein Track-Tool, wobei hauptsächlich Track und weniger Tool. Am Anfang stand ein Monocoque und ein Aerodynamikkonzept. Und alles andere wurde quasi drumherum und dazwischen entwickelt. Auch der Motor, der stammt von Ford, ist im Prinzip der Vierzylinder, den auch der aktuelle Mustang verwendet. Hat hier 400 PS, aber den Zuschlag nur deswegen erhalten, weil er so wunderbar zwischen den Diffusor und den flachen Heckverlauf gepasst hat. Das klingt jetzt böse für den Motor. Das klingt heißt, böse für den das, Motor, also aber der Motor ist gut und noch besser ist eigentlich das Gewicht. Rund 800 Kilo soll er wiegen? Rund 800 Kilo in einer seiner 3 Konfigurationen, denn es gibt optional ein Kuppeldach für den Dallara, das ihn dann quasi zum Coupé oder zum geschlossenen Prototyp macht, je nachdem, wie man es nennen will. Es wiegt natürlich was, weswegen man bei Dallara beschlossen hat, wir kriegen das offene Auto.
Wir haben gesagt danke, weil es hatte 3 Grad und weniger. Und ja. Ja, was auch ein bisschen erschwert, dadurch, dass er offen war, empfiehlt es sich natürlich mit Helm zu fahren. Er hatte ja auch keine Frontscheibe. Und es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, muss man wirklich sagen. Es ist extremer Leichtbau. Die 400 PS hört sich ja heutzutage relativ wenig an. 400 PS kriegt man in der A-Klasse, 400 PS kriegt man im Endeffekt in jedem Fahrzeugkonzept inzwischen. Aber verteilt auf 800 Kilo werden aus 400 PS halt mal schnell 600, 700 PS gefühlt. Und es ist dann doch respekteinflößend auch. Und wobei die größte Schwierigkeit beim Dallara fand ich beim Fahren eigentlich, also man muss den Drehzahlmesser im Auge behalten, weil dadurch, dass man eben mit Helm fährt und mit dem Fahrtwind, der einem da um die Ohren pfeift oder um den Helm pfeift, hört man eigentlich vom Motor nichts mehr. Null. Also man muss sich rein auf den Drehzahlmesser verlassen und es trübt für mich ein bisschen die Fahrfreude, ehrlich gesagt, weil also ich höre gerne den Motor beim Fahren. Ja, ich würde sagen, der Dallara zieht die Nummer mit diesem Rennsport-Fokus eiskalt durch. Es ist super direkt natürlich alles. Es ist absolut filterlos und es ist witzigerweise aber relativ, ich betone, relativ handsam. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es waren die falschen Bedingungen. Also es war gut, ihn dabei zu haben, mal was ganz anderes. Aber was ihn auszeichnet, ist ja laut seinen Entwicklern die spezielle Aerodynamik, die ja sehr gut funktionieren soll. Und er soll Abtriebswerte auf Senna-Niveau generieren? Genau, also auf McLaren Senna-Niveau? Dann redet man irgendwie von vielen 800 100 Kilo. Ja. Und es kommt natürlich auf dem verwinkelten Kurs überhaupt nicht zum Tragen, weil wir haben da in Arnaud in dieser Konfiguration haben wir genau eine schnelle Kurve. Das ist eigentlich der Knick, kurz vor Ende, und der restliche Teil spielt sich meist eigentlich unter 100 km/h ab. Ja, und das ist, um kurz dazwischen zu gehen, das ist für den Dallara schon echt bitter, weil einerseits unten, wir haben die kalten Temperaturen angesprochen, bei einem so leichten Auto kriegst du die Reifen natürlich auch nicht so richtig ans Arbeiten, beziehungsweise du musst dir sehr intensiv warm fahren, sodass der Peak eigentlich, der Reifenpeak, der Moment, an dem der Reifen am besten funktioniert, schnell überschritten ist. Also du hast einerseits, unten fehlt so ein bisschen die Grundlage und zum anderen fehlt von oben die Aerodynamik, also der Druck auf das Auto. Und das Auto ist ja quasi, also das Prinzip ist ja wie ein Sandwich. Du musst einerseits unten kleben und von oben drauf gedrückt bekommen, damit das Auto perfekt funktioniert. Und beides haben wir ihm quasi in Arnaud ein bisschen weggenommen. Deswegen auch was Rundenzeiten betrifft, was Handling betrifft, ist das Auto hier quasi in eine Art Käfig gesperrt worden. Also es ist weit unterhalb seines Potenzials gefahren. Der braucht Auslauf, der braucht Temperatur, einfach auch Kurven, wo er ans Arbeiten kommt. Das steht noch aus. Darum werden wir uns im Rahmen einer anderen Geschichte, womöglich in Hockenheim, kümmern. In Arnaud ist er ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen unter Wert. Also die Bedingungen, die wir da hatten, also klar, die Strecke ist gleich für alle. Die ist eben langsam, ist ja aus gutem Grund. Ja, er hat trotzdem die schnellste Zeit erzielt von allen Fahrzeugen, aber eben auf die gesamte Runde gesehen, in den kurvigen Sektionen war auch er ein kleines Stückchen langsamer, ein winziges kleines Stückchen langsamer als der Cayman GT4. Eine Kleinigkeit ist so ein bisschen als Problem ins Auge gestochen am Schluss. Dallara sagt selbst, man hat alles an dem Auto wirklich auf Kante genäht. Auch die Reifen sind relativ schmal. All das ist natürlich diesem Gewichtsthema geschuldet. Dem wurde auch die Bremsanlage untergeordnet. Die ist klein dimensioniert, einfach auch, um nochmal ein paar wenige Kilos einzusparen. Und wir haben eigentlich den Eindruck gewonnen, dass sie selbst auf dieser winkligen Strecke ein bisschen zu klein dimensioniert ist. Also wir hatten schon leichtes Fading bei der Bremse. Also das Pedal wurde ein bisschen länger. Also wir hatten keinen Ausfall, so ist es nicht. Aber da fehlt natürlich dann das Vertrauen, wirklich letzte Rille auf Punkt reinzubremsen. Weil wenn es halt, letzte Rille ist normal letzte Rille, und wenn es dann 3 Meter weiter schiebt, dann steckt man eben im Kies oder in der Mauer. Also da hat so ein bisschen auf der Bremse das Vertrauen dann gefehlt.
unter den Handling-Gesichtspunkten, so wie wir sie verstehen, ist er da eigentlich zu viel Rennwagen und zu wenig für Normalsterbliche einfach zum Spaß haben. Genau, es ist sicherlich also der Spaß des Dallara rührt aus seiner Performance, aus diesem Rennwagengefühl. Es ist kein Auto, mit dem du spielen kannst. Ich denke, das ist einfach, zack, im Slot-Car-Prinzip auf die Ideallinie einsetzen und rumfahren. Und da ein bisschen später bremsen, da ein bisschen früher beschleunigen, feilen, Spaß haben an der Verbesserung von Rundenzeiten. Spaß am Fahren ist quasi nur ein Abfallprodukt. Das entsteht natürlich durch das ganze Erlebnis, aber weniger durch das Handling als solche. Das Fahrverhalten, wie gesagt, ist relativ unspektakulär. Sicher. Es ist erstaunlich sicher, was man dem Auto auf jeden Fall zugute halten muss, weil ich denke, das Auto sieht so aus, als müsstest du, Respekt ist angebracht, aber Angst braucht man keine davor haben, weil es sich relativ leicht am Limit bewegen lässt. Natürlich kommt man auch das Fahrzeug hat Hinterradantrieb, kommt man auch da an Punkte, wo man jetzt nicht einfach stumpf reintreten darf, klar. Aber grundsätzlich ist es sehr gut fahrbar, untersteuert sogar ganz leicht, was einem so ein bisschen Mut gibt, mit dem Auto auch umzugehen, auch mal ein bisschen was zu probieren. Aber es ist halt, das soll jetzt nicht böse klingen, eindimensional. Es ist auf die Performance getrimmt und drüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Aber ich denke, über das leichte Untersteuern da waren wir eher dankbar. In dem Fall waren wir da ein bisschen dankbar. Weil ich glaube, Übersteuern muss man nicht unbedingt haben bei dem Auto. Nee, weil durch die Mittelmotorkonstruktion, durch das relativ kurzen Radstand, ich glaube, dann würde es wild werden. Wobei auch hier gilt, auch der Dallara hat ein Gewindefahrwerk. Man kann verschiedene Setups fahren. Wir haben jetzt nur dieses Standard-Setup bekommen, beziehungsweise das Setup des Dallara für den Arnaud Durin vorgesehen hat. Wer da spielen will, kann sicherlich auch ganz andere Fahrverhaltensmuster darstellen. Ja, Stichwort Spielen. Damit sind wir bei unserem Star. Und zwar eindeutig und absolut ohne Diskussion und Debatte. Überraschung vielleicht. Der oder die Toyota Supra. Großartig. Einfach nur großartig. Und ich muss dazu sagen, es freut mich umso mehr, da das Auto gerade in den sozialen Medien, als es erschien, so unfassbar viele auf den Deckel bekommen hat. BMW-Abklatsch, es sähe fürchterlich aus, ein schiefgelaufenes Design-Experiment, alles Mögliche hat man gelesen und dann steigt man ein, lässt an, rein Sechszylinder, ja, BMW ist klar spürbar, aber es fährt eben nicht nur wie ein Z4. Es fährt famos. Der Supra ist zu 99 oder im Prinzip zu 100% von BMW. Mit anderer Optik, aber das Fahrverhalten, das ganze Fahrgefühl, die Philosophie ist eine ganz andere. Also es ist nicht nur ein Z4 mit einem festen Dach und einer anderen Optik, das ist wirklich ein anderes Auto. Es fühlt sich komplett anders an. Es fährt in meinen Augen besser, schöner. Und es trifft eben diese schöne Mitte zwischen Fahrspaß, Performance, Freiraum ein bisschen, also ein Spielbereich, den man hat. Also er fährt jetzt nicht 100%, so wie jetzt der Dallara oder wie jetzt GT4 auf Linie, wie auf Schienen oder wie der M8, wie es halt eben viele tun. Sondern er hat so ein bisschen wie das Jahr davor die Alpine, einen Bereich, in dem man einfach spielen kann, aber stressfrei spielen kann. Es ist super handelbar
Ja, und aufgrund der nicht übertriebenen Leistung ist es eben auch gut handelbar. Kommen wir wieder zu dem Punkt wie beim McLaren, der einfach auch ein bisschen angsteinflößend ist. Und es ist bei der Supra einfach famos. So, jetzt die Frage, ist es der oder die Supra? Es ist, ja, es ist der Supra. Du hast gesagt, ich glaube 2 Punkte sind ganz wesentlich. Zum einen Balance, Thema Balance, sowohl Gewichtsbalance, also das Auto ist wunderbar ausbalanciert, es kippt nicht nach vorn über oder hängt hinten zu tief drin, um es mal ganz bildhaft auszudrücken. Und dann ist dieses Verhältnis aus Traktion, Grip und Motorkraft genauso, wie wir es mögen. Also immer ein bisschen mehr Kraft als Bodenhaftung. Und zwar aber in einem gesunden Verhältnis. Der entscheidende Punkt ist, dass du erstens beim Supra, es passiert von selbst. Du lenkst in die Kurve ein, einer herausragend tollen Lenkung, die sich tatsächlich anders anfühlt als im Z4, die viel feiner, filigraner wirkt als das BMW-Pendant. Es schon ehrlicher, viel ehrlicher. Ehrlicher, genau. Und schon in dem Moment im Moment des Einlenkens merkst du, wie quasi in deinem Rücken ein bisschen was passiert, wie das Auto sich anbietet für ein leichtes Eindrehen in die Kurve hinein, aber genau in dem richtigen Maß, sodass du nicht erschrickst. Also es passiert nicht, dass du einlenkst und quasi direkt korrigieren musst. Nein, er bietet sich quasi an. Dann fährst du in die Kurve rein, er hängt quasi immer so leicht in diesem Neutralbereich. Und dann entscheidest du quasi selbst, was du damit anstellst. Entweder du fährst ihn artig rum, dann hast du dieses leicht drückende im Hintern, das sich schön anfühlt, oder du gibst ein bisschen Gas zu und kannst ihn, es klingt abgedroschen, aber tatsächlich mit dem rechten Fuß lenken, kannst ein bisschen Driftwinkel zugeben, korrigierst, nimmst das Gas wieder weg und das Auto sortiert sich wieder ein. Also Untersteuern kennt das Supra eigentlich nicht. Also es gibt kein Untersteuern, außer man kann sich natürlich komplett daneben benehmen, kann man schon produzieren, aber beim normalen Fahren gibt es eigentlich kein Untersteuern. Und die Balance in der Kurve bestimmt man wirklich mit dem Gaspedal. Also mit wenig Gas fährt er eben super neutral um die Ecke, ein bisschen mehr. Da kommen wir auch zu dem Punkt, dass die Gasannahme, die natürlich ins Handling auch mit reinspielt, es ist super dosierbar. Also es ist kein Turbomotor, der irgendwie kurz mal nach dem Loch dann einen Drehmomenthammer reinhaut. Es fühlt sich eigentlich eher nach einem Sauger an, so feinfühlig wie es alles reagiert, und man kann mit dem Gaspedal den Winkel bestimmen. Also Winkel klingt jetzt schon zu viel nach Driften eigentlich, aber es ist machbar. Also man kann neutral um die Ecke, ein bisschen mehr Gas, mit einem drückenden Heck, und je mehr Gas, desto mehr Driftwinkel hat man eben. Man kann im Prinzip die Lenkung, also nach dem Einlenken mit dem Gas dann durch die Kurve fahren und die Lenkung fast wieder gerade stellen, so ein bisschen im Rallye-Stil auf Schotter. Natürlich ist es aber auch wieder, und da schließt sich der Kreis eigentlich, eine Frage des Geschmacks. Ich glaube, dass es beim Supra relativ sozial verträglich ist, dieses ganze Übersteuerthema. Also es ist längst nicht so dominant wie jetzt nehmen wir jetzt einfach mal einen BMW M4, der sicherlich ein bisschen mehr Geschick und Fleiß und Mut erfordert, um richtig schnell gefahren zu werden. Hier ist es alles in so einem weichen, schwimmenden Bereich. Nichtsdestotrotz wird es Leute geben, die sagen, boah, das ist mir eigentlich zu viel Bewegung. Und das ist so dieser Handling-Punkt. Wir als Sportauto und was uns aus unserer Erfahrung mit solchen Autos heraus, verstehen wir das Handling oder verstehen wir gutes Handling gleich lebhaftes Handling. Lebhaft aber insofern nicht, dass du ständig irgendwas korrigieren musst, sondern dass du als Mensch, als Fahrer, der das zentrale Element oder ein zentrales Element im Handling ist, ein Auto durchs Fahrverhalten steuern kannst. Du kannst dich selbst mit einbringen, du kannst
mit dem Gasfuß, mit der Lenkung entscheiden, was ich hier haben will. Will ich ein bisschen mehr Dynamik? Will ich ein bisschen weniger? Will ich es ruhiger? Will ich es wilder? Oder will ich es ganz wild? Oder ganz wild, klar, dass du das sagst. Und der Supra deckt tatsächlich all diese Facetten ab. Ich würde sagen, als einziger. Bei den Technikmonstern, sage ich jetzt mal, gibt es entweder an oder aus. Ja, aber das ist auch der große Unterschied. Im Endeffekt, bei diesen ganzen schlauen, intelligenten, hochtechnologischen Allradantrieben, es ist ein bisschen, also ich sag mal, der Fahrer geht ein bisschen gerät ins Hintertreffen dabei. Also eigentlich fährt mehr die Technik als der Fahrer selber. Also man ist mehr Passagier in so einem, Genau, und man muss in so einem Umfeld von 1000 geregelten Systemen und Steuergeräten. Und beim Supra hat man eigentlich, also nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, dass man selber eigentlich das Steuergerät für das Fahrverhalten ist. Also ich muss jetzt nicht vor Sport, Dynamik, 4WD, 2WD, was auch immer einstellen. Ich mag es wilde, mehr Driftwinkel, weniger Driftwinkel, sondern es kommt direkt von mir, es kommt aus meinem Gasfuß, es kommt aus der Lenkung. Und das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte. Genau, es ist einfach, es ist genial und dazu passt auch die Art und Weise, wie das ganze Management des Autos, das Dynamikmanagement, das interne gestrickt ist. Es gibt genau eine Sporttaste, die muss man auch nicht 17 Sekunden drücken, sondern es genügt einmal und es gibt eine Taste, da steht ESP drauf. Die muss man auch nicht 17 Minuten gedrückt halten, sondern man drückt einfach drauf und dann ist es im Sportmodus und drückt man nochmal drauf, dann ist es aus. Ganz einfach, es gibt kein Sport Plus, kein Dynamik Minus, es gibt nur das. Und es gibt dieses Fahrverhalten und das ist, glaube ich, genau so, wie wir es haben möchten und wie es ganz viele Leute da draußen bestimmt auch haben. Ja, man muss nichts generieren, Ja. es ist einfach da. Und deswegen ist der oder die Toyota Supra das Best Handling Car 2020. Einstimmig.